Hallo, willkommen zurück bei Nagarjuna. Wir beginnen jetzt die fünfte Klasse. Wir beginnen diese Klasse wie bisher mit dem Sanskrit. Nach der Überlieferung heißt es, wenn du ein erleuchtetes Wesen wirst, sprichst du immer Sanskrit. Und andere Leute hören ihre eigene Sprache. Yoga Sutra. Die Menschen hören ihre eigene Sprache. Ich glaube, so ist es auch bei Jesus passiert, wo die Menschen ihre eigene Sprache hörten, wenn er sprach. Es ist also Tradition, etwas Sanskrit zu lernen, um einen Samen in deinen Geist zu legen. In dieser Klasse geht es um die Frage von Tim und Tims, Apostroph S, ich und mein. Als ich aufwuchs, gab es dieses Lied Ich, mir, mein, und das ist ziemlich wichtig für diese Klasse. Die Idee von Ich und mein, missverstehen, wer Michael ist und was zu Michael gehört, ist die Quelle aller Probleme. Letztendlich ist es die Quelle von internationalem Wettbewerb, Unternehmenswettbewerb und Krieg, persönliche Konflikte. Es kommt alles vom Missverstehen dessen, wer ich bin und was mein Mein ist und was zu mir gehört. Und wir sind alle sehr an mir interessiert, selbst auf die Kosten anderer zu ignorieren. Und das tun wir alle. Ich glaube nicht, dass jemand behaupten kann, dass es sich wirklich mehr um jemanden anderen kümmert als um sich selbst letztendlich. Wir sind also von Natur aus selbstsüchtige Geschöpfe. Und das ist nicht unbedingt das Problem. Aber das ist eine Manifestation eines tieferen Problems, dass wir nicht verstehen, wer Michael ist und was zu Michael gehört. Wenn wir das in Ordnung bringen könnten, dann wäre der Egoismus automatisch behoben und dann gäbe es Frieden in der Welt. Also Nagarjuna, Arya Nagarjuna, beginnt mit der Frage nach mir und mein. Arya ist ein Sanskritwort. Es wurde von den Nazis missbraucht, um überlegene Rassen oder so etwas in der Art zu bezeichnen. Es ist ein altes Sanskritwort, das korrekt jemanden bezeichnet, der die Leerheit direkt wahrgenommen hat, was sehr selten ist. Vielleicht einmal alle 500 Jahre oder so. Also Arya Nagarjuna, manchmal wird er nur Arya genannt, und ich würde sagen, er ist der berühmteste Arier aller Zeiten in unserer Welt, in unserer Geschichte, in den letzten paar tausend Jahren. Er ist derjenige, der heraussticht als ein außergewöhnlicher Arier. Also hier sind ein paar Worte, die in diesem Kurs häufig verwendet werden. Und ich dachte, es bringt uns Glück, durch das Sanskrit zu gehen. Und wenn du durch Sanskrit gehst, es wird als eine generative Sprache bezeichnet. Das heißt, sie handelt nach bestimmten Regeln. Es gibt 800 Wurzeln. Wenn du die Wurzeln kennst und du die Regeln kennst, kannst du Sanskrit sprechen und Sanskrit schreiben, ohne jemals Sanskrit zu sehen, weil die Regeln perfekt sind. Es ist eine perfekte, Sanskrit bedeutet die perfekte Sprache. Sanskrit bedeutet die perfekte Sprache. Und das bedeutet, dass du die ganze Sprache vorhersagen kannst. Nur anhand der 800 Wurzeln, weil sie perfekt ist. Alle Formen sind perfekt. Wir gehen also durch. Wenn du Sanskrit-Wörter besprichst, macht es Spaß, sich die Wurzeln anzuschauen. Es macht Spaß zu sehen, wie sie gebildet wird, wie das Wort gebildet wird. Und alle westlichen Sprachen, von Island bis zum Iran, kommen aus dem Sanskrit. Nimm also die semitischen Sprachen wie Hebräisch oder Arabisch, nimm das Chinesische raus und ich weiß nicht, Alaskanisch, Navajo oder so. Der Rest der Sprachen der Welt stammen direkt von Sanskrit ab. Latein und Griechisch wurden aus dem Sanskrit abgeleitet. Englisch ist im Grunde von Sanskrit abgeleitet. Wenn du also ein Sanskrit-Wort verstehen willst, macht es Spaß, sich die Kognate anzusehen. Kognat bedeutet, gib mir ein paar englische Wörter, die von dieser Wurzel abstammen. Und das sage ich den Leuten immer.
Wenn du wirklich daran interessiert wärst, könntest du dir die New York Times nehmen und das Sanskrit sehen, was eine lustige Übung ist. Du kannst die ganze Sanskrit-Seite sehen, aus der sie stammt. Also lass uns mal das versuchen. Das erste Wort, das ich behandeln möchte, ist Aham. Es ist ein Sanskrit-Wort für ich. Im Tibetischen heißt das Nja. Übrigens fällt das Tibetische total aus dem Rahmen. Keine linguistische Verbindung zu keiner Sprache der Welt. Es gibt eine Überlieferung, dass es aus dem Weltall kam oder von höheren Wesen. Linguistisch ist es glaubhaft, denn es gibt kein einziges Wort im Zusammenhang mit einer anderen Sprache. Aber wie auch immer, Eam bedeutet ich. Und es ist die Wurzel des Wortes Ego. H und G sind so gut wie austauschbar und A wird im Englischen normalerweise zum E. Das Wort Ego kommt also von Aham. Das bedeutet also ich auf Sanskrit. Wahrscheinlich kommt ich von Aham. Und dann Nyangam auf Tibetisch bedeutet Mama auf Sanskrit. Und Mama bedeutet mein. Also er bedeutet also ich und Mama bedeutet mein. Das ist wichtig für uns. Du kannst offensichtlich sehen, wie das Wort ich und das Wort mein verwandte Wörter sind, die von dem Wort Mama abstammen. Dann gibt es ein wichtiges neues Wort, das aus diesen beiden Wörtern gebildet ist, mit der Wurzel kr. Die Wurzel kr, die kir in der Aussprache ist, bedeutet etwas zu machen. Das Wort Karma kommt davon, denn Karma macht die Welt. Englische Kognate für kr sind Getreide, nämlich das Getreide, das von der Erde gemacht wird. Das C war früher das K und dann wurde das K zu einem S-Laut. Kurz vor Shakespeare oder so. Eine Menge der Cs wurde wie Stadt vom K-Laut zum S-Laut geändert. Also kreieren kommt davon. Mit dem gleichen K. Also, ich wollte über Amakara und Mamakara sprechen. Amkara und Mamakara. Wenn du also ich mit dem Kara verbindest, heißt es mich machen. Du rennst herum und machst mich. Und Mamakara bedeutet, du rennst herum und machst meins. Also bedeutet Ahamkara mich machen. Und Mamakara bedeutet meins machen. Das ist eine wichtige Idee, über die man nachdenken sollte. Dass du durch die Welt rennst und du definierst mich und du definierst mein. Und die Art, wie du es so nachlässig machst, verursacht eine Menge Konflikte in der Welt. Menschen fangen an, sich darüber zu streiten, was mein ist und was nicht meins ist. Alles klar? Das M in Ham wird vor den K zu N. Du sagst also nicht Ankara, du sagst Ankara. Versuch es. Ankara. Ankara. Und das lange A ist ein H statt ein A. Also Ankara. Ankara. Sag Ankara. Mamakara einfach. Mamakara. Gut. Die echte korrekte Übersetzung ist Nyanzi. Nyanzi. Das bedeutet so viel wie an mir festhalten, was so viel bedeutet wie an meinem festhalten. Das sind also zwei Gefühle, die wir alle haben, die die Wurzeln aller Probleme in dieser Welt sind. Wenn die Menschen dieses Ahankara beseitigen könnten und dieses Mamakara, dann wäre die Welt ein schöner Ort. Wie nennst du einen schönen Ort Welt auf der Sanskrit? Mandala. Das spanische Wort mundo kommt von der gleichen Wurzel, bedeutet die Welt. Es bedeutet eigentlich eine Scheibe. Das ist eine lange Geschichte, aber eine perfekte Welt ist eine perfekte Mundo, ist also ein Mandala. Hm. Ich gehe gern in Kirchen
Ich gehe gern in Ashrams. Ich bin 10 Jahre lang in ein Ashram gegangen, wo sie hinduistische Philosophie unterrichten. Ich ging dorthin und hörte zu. Und ich erinnere mich, dass es ein Ahamkara in der Sankhya-Schule gab. Und das ist eine der wichtigsten Schulen des Hinduismus. Wahrscheinlich die wichtigste Schule der alten traditionellen Yogaschulen in Sankhya. Sie haben diese Idee von Ahamkara. Der Buddhismus war 1000 Jahre vorherrschend in Indien und dann starb er aus. Er verschwand und dann kam er wieder zurück. Und als der Buddhismus zusammenbrach, wurden viele der Wörter von anderen Traditionen übernommen. Und dann bekamen sie einige wirklich seltsame Bedeutungen. Dieses Ahamkara ist ein gutes Beispiel. Sich an mir festhalten und an meinem festhalten. Ich gebe dir die Definition aus dem Internet, was immer eine vertrauenswürdige Quelle ist. Die Ahamkara sind eine geheimnisvolle und mächtige Spezies von gestaltwandelnden, wunscherfüllten Kreaturen, die erstmals im Sonnensystem auftauchten, nachdem der Reisende angekommen war. Also diese sehr grundlegenden, wichtigen, schönen, wertvollen Ideen darüber, wer ich bin, wurden in Indien total abgedreht. Ich sage das also nicht, um andere Traditionen zu kritisieren, sondern um dich zu ermutigen, vorsichtig zu sein. Wenn du dich von einer Tradition angezogen fühlst, dann versuche sie zu ergründen, versuche sie anzuschauen, versuche sie sorgfältig zu lernen, versuche zu sehen, ob sie authentisch ist. Und die Tradition, die wir heute unterrichten, ist 2000 Jahre alt. Sie hat sich nicht wirklich verändert in 2000 Jahren, nicht verändert. Deshalb kann ich dir einen Text unterrichten, der 2000 Jahre alt ist. Die Sprache ist dieselbe. Bist du bereit? Wenn der Aprile mit seinen Schuhshooter, also Englisch, vor 500 Jahren, nimm also Nagarjunas 2000 Jahre alt, also viermal älter, aber du kannst es leicht lesen. Es ist eine sehr strenge Tradition. Sie wird sehr streng gehalten. Ich ermutige dich also nicht, deine wertvolle, unersetzlichen Lebensstunden zu verbringen, ohne zu prüfen, ob eine Tradition authentisch ist. Anderenfalls könntest du auf Sonnensystemreisende oder sowas stoßen. Na gut. Wir haben einen interessanten Punkt erreicht. Er sagt, schau, wir haben über Tim gesprochen und wir haben über Tims gesprochen. Aber wie wendest du das in deinem echten Leben an? Komm, lass uns realistisch werden. Und Nagarjuna ist einfühlsam genug für den Schüler, dass er nicht einfach nur Philosophie über den Kopf schüttet. Er macht jetzt eine Pause und sagt, wie werden wir das nutzen? Wie soll das dein Leben verbessern? Wenn du etwas über mich und meinst, wie soll das dein Leben verbessern? Und dann haben wir hier einen nächsten Abschnitt. Er beginnt hier. Hm. Ich lese die zwei Absätze wortwörtlich vor, weil die beiden Absätze eine Erklärung haben. Und ich finde sie sehr schön. Deine Vorstellung davon, wer du bist, und deine Vorstellung davon, was zu dir gehört, wird schmelzen, wenn du die Widersprüche wirklich verstehst, wie du über dich selbst denkst. Und was macht ein, wie heißt das auf Sanskrit? Yogi. Also in den alten Zeiten bedeutet Yogi eine Person, die die Realität verstanden hat. Und im Tibetischen ist das Wort die Person, die ihre Meditation perfekt anwendet. Das ist die Übersetzung des Sanskrit-Wortes Yogi. Also, wie kann ein großer Meditierender mich und mein sehen?
Er hat ein Missverständnis verstanden, ein Missverstehen beseitigt darüber, wer ich bin und was mein ist. Und ich denke, es ist einfacher, wenn du mit mein anfängst. Dinge, die mein sind. Und ich weiß nicht, wenn du diese grüne Flasche nimmst, über die wir vorhin gesprochen haben, fühlen wir instinktiv mit unseren tiefsten Instinkten, dass sie aus sich selbst kommt, dass die Flasche sich mir präsentiert und sie zeigt sich mir. Und egal, wie oft du darüber sprichst, es ist eine fast unaufhaltsame Gewohnheit der Menschen und aller fühlenden Wesen zu glauben, dass Dinge auf sie zukommen. Wenn ich zum Beispiel diese grüne Flasche hochhalte, würdest du nicht sagen, oh verdammt, ich hätte eine rote Flasche machen sollen. Du nimmst nicht an, dass die Flasche von dir kommt. Du denkst, oh, die Flasche kam auf einem Lastwagen, sie wurde in einer Fabrik hergestellt, sie hatte das Wasser und schüttete es hinein. Und wenn du Nagarjuna wirklich verstehst, ist die Flasche von dir gekommen und die Flasche kommt von dir und die grüne Farbe kommt von dir. Das ist alles. Und nebenbei bemerkt, wenn deine Meditation wirklich gut wird, kannst du dich dabei erwischen, wie du sie grün machst. Wenn deine Meditation wirklich, wirklich gut ist, kannst du dich selbst beobachten, wie dein Geist sie grün färbt. Und dann denkst du, oh mein Gott, dann kommen all die Probleme in meinem Leben von mir und du wirst ein viel besserer Mensch, weil du niemandem anderem die Schuld für deine Probleme gibst. Das bedeutet nicht, dass deine Probleme verschwinden, aber es bedeutet, dass die ganze Person, eine Person verschwindet, die die Welt für Dinge beschuldigt, selbst schlechte Autofahrer verschwinden und so weiter. Und du gibst anderen Leuten nicht die Schuld für Dinge, weil du weißt, dass sie von dir selbst kommen. Und stell dir vor, wenn du diesen Teil deines Geistes zurückbekommst, wenn du so viel von deinem Geist zurückbekommen würdest, der Teil deines Geistes, der anderen Menschen und Dingen die Schuld für dein Leben gibt, wenn du diese Zeit zurückbekämst, wie würdest du dich verändern? Wie würde sich deine Einstellung gegenüber Menschen ändern? Wie oft könntest du dich aufregen, wenn du wüsstest, dass der ganze Mist in der Welt exakt genau von deinem eigenen Geist produziert wurde? Dann würdest du einfach deinen Geist in Ordnung bringen. Du würdest dich darauf konzentrieren und schon wärst du ein unglaublich glücklicher Mensch. Du wärst ein angenehmer Mensch. Also wie auch immer. Er spricht also von einem Yogi, der das Gefühl überwunden hat, dass die Dinge nicht von ihm kommen. Und er versteht, dass die Dinge von ihm kommen. Zum Beispiel Tim kommt von Tim. Und Tim war kein Name, der von seiner Mutter auf seinen Körper und Geist gegeben worden. Sein Körper, die Art, wie er sich verhält, die Art und Weise, wie er seinen Geist behandelt, kommt von den Samen in seinem eigenen Geist. Und er könnte seinen Körper und Geist unendlich anpassen, wenn das wahr ist. Nehmen wir also an, du hast die Gewohnheit überwunden, den natürlichen Instinkt, dass die Dinge so kommen und plötzlich verstehst du, dass sie aus deinem Geist strömen. Du machst Bilder und dann gibst du ihnen Namen. Übrigens, das heißt nicht, dass sie nicht real sind. Ich habe das früher in New York unterrichtet. Sie waren dort. Ich sagte das zu einem Schüler. Er sagte, oh, nichts ist real. Ich sagte dann, geh raus und stell dich vor ein Taxi. Und der auf der 5. Avenue. Sag mir, was passiert. Du wirst dir ein Bein brechen und du wirst eine nicht reale Krankenhausrechnung bekommen. Und du wirst in einem nicht realen Krankenhaus bleiben. Sie würden einen nicht realen Gips auf deinen nicht realen Bein machen. Es ist real, aber es kommt von dir. Das ist cool, weil es real ist, aber es ist durch persönliche Anstrengung beeinflussbar. Also gut. Es hat also seine Gewohnheit überwunden, sich selbst zu missverstehen, woher kommt und woher die Welt kommt. Hast du dieses Bild hier? Ich weiß nicht. Es ist ein Mädchen mit einem Buch, glaube ich. Eine junge Frau mit einem Buch. Ja, ich habe dieses Bild gesehen und gedacht, ich muss dieses Bild benutzen. Sie meditiert sozusagen. Und worüber du meditieren sollst, wenn du versuchst, über Leerheit zu meditieren, ist der Versuch, Leerheit zu verstehen. Nicht von irrelevanten Dingen, sondern die Leerheit von dir und die Leerheit von Nein.
Die Dinge, die dein persönlicher Besitz sind, Dinge, die dir gehören. Also ich dachte, das ist ein perfektes Bild. Denn du kannst dir vorstellen, dass sie meditiert, wer sie ist, woher sie kommt. Und sie meditiert darüber, woher ihre Besitztümer kommen. Das Buch, ich stelle mir vor, das Buch ist von Nagarjuna, der ihr sagt, woher das Buch kommt. Wie auch immer. Aber dann sagt er, lass uns die Person betrachten, die mich und mein versteht. Konzentriere dich jetzt nicht darauf, wie sie sich selbst versteht. Und konzentriere dich nicht darauf, wie sie die Dinge versteht, die sie besitzt. Konzentriere dich auf die Person, die versteht, okay? Lass uns sehen, ob wir die Person verstehen können, die sich selbst versteht und was sie besitzt. Wenn du glaubst, dass diese Person von sich selbst kommt, wenn du glaubst, dass diese Person von sich selbst kommt, du beobachtest also eine Person, die versteht, wer sie ist und woher ihre Sachen kommen, aber jetzt beobachtest du diese Person und wenn du denkst, dass sie von sich selbst kommt, wenn du sie ansiehst und denkst, dass der Yogi aus sich selbst kommt, wenn du die Person ansiehst, die mich und meins versteht und du das Gefühl bekommst, dass sie dann von sich selbst kommen muss. Wenn du es so betrachtest, sagt er, wenn du es so siehst, dann können wir sagen, dass du nichts siehst. Das ist sehr schön. Wenn du denkst, du könntest deine Augen auf eine Person richten, die alles versteht, siehst du gar nichts. Dann reibt Nagarjuna es wirklich unter die Nase. Hey, hast du jemals eine Person getroffen, die mich und mein verstanden hat? Oh ja, ja. Hast du sie dir angeschaut? Ja, ja, nein, hast du nicht. Er ist so, es kann schön frustrierend sein. Und das führt übrigens, wir gehen dorthin, wir gehen direkt zum Diamant Sutra, die Leerheit des Diamant Sutras. Ich sage gern zu meinen Schülern in Asien, die den Diamant Sutras sehr zugetan sind, so wie ich, wer hat es geschrieben? Du warst es. Und wenn du die Bibel liest oder du siehst, vom Winde verweht, nach diesen Ideen, hast du das gemacht. Du hast es gemacht. Du hast vom Winde verweht gemacht. Du bist der Regisseur. Jedes Mal, wenn du eine Seite im Evangelium umblätterst, legt dein Geist ein Wort nach dem anderen fest. Und es geht so schnell, dass du es nicht bemerkst. Und du siehst es nicht. Aber du bist der Autor deiner eigenen Erlösung. Du bist derjenige, der das religiöse Buch schreibt, das endlich zu dir ruft und dich aus diesem Problem herauszieht. Das ist eine coole Idee. Gott kommt von dir, Jesus kommt von dir, Buddha kommt von dir. Wie kann ich ein Wesen erschaffen, der so viel mehr weiß als ich, dass es mir aus der Patsche helfen kann? Das ist die coole Sache, weil Karma eskaliert. Karma neigt dazu, sich selbst zu vermehren. Ein wenig Verstehen kann zu einem, wenn es angegangen wird, kann ein wenig Verstehen zu einem umfassenden Verstehen des ganzen Universums werden. Und diese göttlichen Dinge, egal, Gott, Engel, Jesus, Mohammed, Buddha, sie kommen alle von dir. Wenn du in einer Welt lebst, in der diese Menschen wandelten, bist du derjenige, der sie hierher gebracht hat. Und das ist cool. Und wenn du das nicht glaubst, dann hast du nicht verstanden, worüber sie gesprochen haben. Das ist auch schön, oder? Das ist also der Punkt, den Nagarjuna hier macht. Hier ist ein Junge. Ich sage, die sehen, sehen nicht. Das ist das Thema. Dieses Thema heißt im Buddhismus, die sehen, sehen nicht. Diejenigen, die glauben, dass die Menschen, die in diese Welt gekommen sind, um die tiefsten Dinge zu lehren, wie Jesus, Buddha oder Mohammed, wenn sie glauben, dass diese Menschen in diese Welt gekommen sind und nicht von uns gekommen sind, dann haben sie diese Menschen nie getroffen. Das ist sehr interessant. Wenn du denkst, dass diese Menschen von dort kommen, dann verstehst du nicht, was sie dir sagen wollen, dass du perfektioniert werden kannst, dass du dich selbst vervollkommnen kannst. Na gut, nächster Vers.
Er beginnt mit praktischen Anwendungen. Das wichtige Wort hier ist, was ist das für ein Wort im Sanskrit, Christina? Es bedeutet etwas zu nehmen. Es sollte mit Upa beginnen. Hm, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist Upadama. Ja, Upadana. Es bedeutet etwas nehmen. Und es wird entscheidend für diesen Vers. Die klassischste Referenz für dieses Wort ist, was mit deinem Körper und Geist passiert, wenn du geboren wirst. Du nimmst ihn an. Du nimmst deinen Körper an und du nimmst deinen Geist an, wenn du geboren wirst. Hier sagt er also, du kannst dein Festklammern beenden oder du kannst dein Ergreifen stoppen, wenn du verstehst, dass ich und meins von dir kommen und nicht von außen. Dann kannst du aufhören, dich an Dinge zu klammern. Und es ist ziemlich offensichtlich im Sinne von Geld. Ich weiß nicht, in meinem Leben, meine Beziehungen zu Geld hat sich verändert. Als ich ein Kind war, hatte ich kein Geld. Wir bekamen sogar Lebensmittel von der Tafel. Und ich bin in einer Kultur aufgewachsen, die sagt, konzentriere dich nicht auf Geld. Ich bin in der gottgesegneten Hippie-Kultur aufgewachsen, die sagte, dass du nicht dadurch definiert wirst, wie viel Geld du verdienst. Ich habe also lange Zeit Geld gemieden. Dann geriet das Projekt von John Brady in Schwierigkeiten. Wir liehen uns die ganze Zeit Geld, um die alten Bücher zu retten. Und ich habe gedacht, vielleicht sollte ich die Philosophie nutzen, um etwas Geld zu verdienen. Das habe ich also getan. Und das Diamantunternehmen, das wir aufgebaut haben, ist jetzt das größte der Welt und wurde 2009 von Warren Buffett übernommen. Ich finde, es ist nützlich, Geld zu haben, weil du es gebrauchen kannst. Wir unterstützen Hunderte von armen Menschen, Hunderte, aber Hunderte von Flüchtlingen. Wir haben 532 Kinder in unserer Schule, die wir gebaut haben. Wir ernähren sie, wir kleiden sie ein und sein Projekt kostet alle paar Jahre Millionen von Dollar, obwohl er eigentlich kein richtiges Gehalt bezieht. Aber warum rede ich darüber? Die Idee, nach Geld zu greifen, die Idee, das Geld, das Greifen, das ist nicht das, was es bedeutet. Es bedeutet also nicht das, wenn du wohlhabend bist oder weißt, wie du Geld erwerben, sinnvoll nutzen kannst, dass du ein schlechter Mensch bist. Das bedeutet es nicht. Und Buddha hat das nie gemeint. Hier ist also das Wort des Greifens, das die Leute missverstehen. Da steht nicht greifen, aber damit ist nicht Geld gemeint. Eigentlich bedeutet es das Gegenteil. Wenn du nach dem Geld greifen würdest, wenn du nicht verstanden hast, woher das Geld kommt, wenn du es viel schneller haben willst, dann müsstest du jemanden verletzen oder jemanden ausrauben, um es zu bekommen. Verstehst du, was ich meine? Wenn du glaubst, dass das Geld nicht von dir kommen würde und du dachtest, das Geld käme aus dieser Richtung, dann wärst du automatisch anfällig, Menschen zu verletzen und Geld zu bekommen, weil es der einzige Weg ist, dass du schnell eine Menge Geld bekommen kannst, wenn du John Bradys Projekt unterstützen müsstest, aber wenn du verstanden hast, dass das Geld von dir fließt, wie dieses Grün, wenn du verstehen würdest, dass es von dir fließt, dann könntest du leicht Geld pflanzen. Und es wäre ein interessanter Test, das größte Diamantunternehmen der Welt zu machen, um zu sehen, ob deine Ideen richtig sind. Sei eine Art Labor, verstehst du? Warum reden wir also darüber? In diesem Vers spricht Nagarjuna über die Idee des Greifen. Ist der Name richtig? Hast du ihn nachgeschlagen? Ja, Upadama. Und also die Dinge greifen. Und er sagt, weißt du, wenn du wirklich verstehst, dass die Dinge von dir fließen, wird es dich für immer vor dem Greifen schützen. Dann wirst du nicht wütend, du wirst nicht egoistisch, verletzt keine Menschen, um die Dinge zu bekommen, die du willst. Du erschaffst sie einfach und sie kommen und du verdienst mehr Geld und du verschenkst es und du verdienst mehr. Und es macht Spaß. Es ist eine Art Spaß. Es macht Spaß, Tag für Tag zu beweisen, dass diese Dinge richtig sind.
mit einer so normalen Sache wie Geld. Er sagt, die Menschen, die die wahre Natur von mir und mein Verstehen überwinden, das Greifen nach Dingen, im Sinne zu denken oder fühlen, dass Geld von sich selbst kommt. Nun, dass diese grüne Flasche aus sich selbst kommt, so überwinden sie das Greifen. Und dann ist John Lama. Er ist irgendwie witzig. Er sagt, hey, weißt du, es gibt 4 klassische Arten des Greifens. Willst du wissen, welche das sind? Und wir sagten, na klar, John Lama. Sag uns, was ist die 4 Arten des Greifens? Und ich dachte, es wäre schön, wenn ich sie euch gebe. Und das Tolle an Datenbanken ist, sie hat 16 Millionen 16. Und das ist unser 35-jähriges Jubiläum in diesem Monat der Eingabe. Du kannst einfach den Computer fragen, was die 4 Arten des Greifens sind. Und er sagt es dir in genau 9 Sekunden oder so. Früher blätterte ich durch die Bücher, Seite für Seite. Das würde ungefähr eine Woche dauern, um diese Antwort zu finden. Jetzt können wir es weniger als 10 Sekunden. Wir können 16 Millionen Seiten durchsuchen, in weniger als 10 Sekunden, solange wir uns an die Eingabecode halten, der von Opa erstellt wurde. Er wird eine ganze Weile dauern. Wie auch immer, los geht's. Ich dachte, ihr wollt die 4 wissen. Die ersten, allgemeines Greifen. Das ist das Streben nach begehrten Objekten. Das nennt man allgemeines Greifen. Einfaches, altes Greifen. Es ist das Streben nach begehrten Objekten. Ist das falsch? Nicht, wenn du es richtig machst. Geld ist hilfreich. Er hat 15 Millionen Dollar ausgegeben. Es ist teuer. Und wir hätten die 16 Millionen Seiten nicht. Geld ist also nützlich oder kann also nützlich sein, wie auch immer. Aber das bedeutet eine falsche Art der Anhaftung an angenehme Objekte. Die erste Art des Greifens, das Greifen, sollten wir es so übersetzen. Tim, das Greifen. Übrigens, Tim, diese Erklärung stammt aus deinem Buch. Ich dachte nur, es würde dich interessieren. Also, Tim, ich habe 10 Übersetzer ausgewählt. Ich sagte, wenn jemand zeigt, dass er es wirklich ernst meint, werde ich einen neuen nehmen. Er hat 5 Jahre gedauert und dann bewies er, dass er es ernst meinte. Also vor ein paar Monaten beschloss er, etwas zu übersetzen, was eine große Verpflichtung mir gegenüber ist. Es ist eine Verpflichtung für 10 bis 15 Jahre. Sein Buch heißt Die Vollkommenheit der Weisheit. Das ist wirklich die Schule des mittleren Wege. Und das ist aus deinem Buch. Ich dachte nur, das würde dich interessieren. Das Zweite. Die zweite Art des Greifens ist das Greifen nach nicht hilfreichen Ideen, die Menschen verletzen. Ideen, die Menschen verletzen. Und ich würde sagen, eine der größten in dieser Welt ist der Wettbewerb zwischen Unternehmen, zwischen Menschen, zwischen Ländern, innerhalb von Unternehmen, zwischen Mitarbeitern. Das ist diese kranke Idee. Es ist eine sehr kranke Idee, dass ich mein Leben verbessern kann, wenn ich dein Leben schlechter mache. Oder dass wir uns um Ressourcen kämpfen sollten. Und das ist übrigens der Weg, um keine Ressourcen zu bekommen. Der klügste Weg, um nicht die Ressourcen zu bekommen, die du brauchst, wäre, mit anderen zu konkurrieren, um mehr davon zu bekommen, von ihnen. Das würde sicherstellen, dass du später zu wenig Ressourcen hast, wenn diese Idee richtig sind. Das ist das Gegenteil, das Teilen von Ressourcen wäre der Weg, um den Markt der Ressourcen zu vergrößern. Die Länder, die sich das Öl teilen und Erdgas, haben mehr Erdöl und Erdgas in ihrem Land entdeckt. Und dazu gibt es eine schöne Geschichte, wie wir das Erdgas in Ölschiffe entdeckt haben. Fracking. Das ist eine lange Geschichte. Also Anhaftung an diese kranken Sichtweisen. Ich würde sie kranke Sichtweisen nennen. Ich kann mehr Geld bekommen. Nullsummenspiel. Ich bekomme mehr Pizza. Es gibt nur 8 Pizzastücke. Und wenn ich keins von dir nehme, wird es keine mehr für mich geben. Anstatt die Idee, eine zweite Pizza zu kaufen, was der Buddhismus sagen würde, wenn du unendlich viele Pizzen kaufst, dann gibt es vielleicht genug Stücke für alle. Die dritte dumme Sichtweise ist, an ein Selbst zu glauben oder ein Ich. Und jetzt weißt du, dass Ich etwas bedeutet, das nicht von dir kommt,
Hat das Telefon ein Ich? Das kommt darauf an, wie du es betrachtest. Wenn du denkst, dass das Telefon nicht vom Teilen von Telefonen kommt, dann greifst du nach einem Ich des Telefons. Wenn du denkst, dass du immer ein Telefon bekommst, indem du Telefone teilst, ich habe dieses Telefon nicht bezahlt, es kommt einfach. Ich habe für den Computer nicht bezahlt, er kommt einfach. Und wenn du also großzügig bist und anderen hilfst, mit dem richtigen Verständnis von mir und mein fließt es zurück. Nun, es fließt unweigerlich zurück. Okay, das vierte. Das ist eine besondere Art des Greifens, über die sich Buddha besonders geärgert hat, nämlich die religiösen Praktiken, die Menschen schaden. Zu seiner Zeit war zum Beispiel das Opfern von Kühen und Stieren üblich. Gandhiji spricht darüber. Einer der schlimmsten Momente in seinem Leben war, als er beobachtete, wie in Varanasi ein Tier geopfert wurde. Und das hat sein Leben verändert. Diese Vorstellung von Religionen, dass religiöse Praktiken, die sich darauf konzentrieren, andere Menschen zu verletzen oder andere Lebewesen zu verletzen, religiös sind, ist die vierte Art des Greifens. Das sind also die vier Arten des Greifens. Wir haben John Lama behandelt. Ich habe hier ein Bild für dich. Ich kann mich nicht an das Bild erinnern. Also, ich weiß nicht. Ich dachte, das ist ein cooles Bild für Greifen. Und sie greifen. Übrigens, ja, okay. Lass uns zum nächsten Vers gehen. Ich lese den Vers vor. Ledan, Christine, hast du den Vers? Willst du das Sanskrit zum Spaß lesen? Mach langsam. Mach super langsam. Und dann sprich es richtig aus. Laut. H, Moksha. H, Kalpata. Wenn du Taha sagst, ruinierst du das Meta. Gut. Wenn du Nirvana oder Freiheit erlangen willst, dann musst du deine negativen Emotionen beenden und die schädlichen Handlungen, die diese Emotionen hervorrufen. Das ist die erste Zeile. Die erste Hälfte der Zeile in Sanskrit. Woher kommt Karma? Woher kommt es? Woher kommen negative Emotionen und Karma? Sie kommen von falschen Denken. Und woher kommt das? Ist ein schwieriges Wort. Es bedeutet geistige Konstrukte. Falsches Denken kommt aus geistigen Konstrukten, führt dann zu negativen Emotionen, die dich dazu zwingen, Menschen zu verletzen. Ich sage es nochmals. Falsches Denken kommt von, was habe ich gesagt? Falsche Vorstellungen führen zu negativen Gefühlen, die dich dazu bringen, andere Menschen zu verletzen. Und die Wurzeln davon ist eine Art falsche Vorstellung davon, woher die Dinge kommen. Und diese ganze Kettenreaktion von Problemen wird beendet, wenn du Leerheit verstehst. Das ist die letzte Zeile. Und erinnert es dich an etwas aus den ECI-Kursen? Ja. Wir hatten ein Zitat eines Kommentars zu einem Buch von Maitreya mit dem Titel Uttara Tantra, das kein Tantra ist. Es ist ein ganz normales Buch namens Höhere Linie, eine höhere Linie. Es gab eine schöne Beschreibung der Kettenreaktion, die die Probleme in der Welt verursacht. Es gab eine schöne Beschreibung des Dominoeffekts, der vom Nichtverstehen der Leerheit bis hin zum Krieg führt oder zu körperlichen Leiden,
zum Tod der Welt. Ich liebe diesen Abschnitt. Also ich habe ihn gesucht, weil er darauf basiert. Maitreya ist etwa 150 Jahre nach Nagarjuna. Er redet 150 Jahre nach Nagarjuna. Also dachte ich, da wir so viel zusätzliche Zeit haben, gehen wir zu dieser Erklärung von Maitreya. Letztendlich von Maitreya. Maitreya ist wer? Der nächste Buddha, genau. Der nächste Buddha in dieser Welt. Gut, sehr, sehr nah, unerwartet nah. Na gut. Ich habe sie für dich gesucht. Das ist wieder von deinem Autor Tim. Deshalb habe ich ihn für dich ausgewählt, weil er so sexy ist. Ich lese es einfach vor und wir gehen's durch. Hier ist die ultimative Absicht des nächsten Buddhas. Das Problem beginnt, wenn du dieses Leben betrittst, mit Samen in deinem Geist aus deinem vergangenen Leben, die dich automatisch dazu inspirieren, zu denken, dass die Flasche von der Flasche kommt. Das ist also nicht deine Schuld. Das war Joe. Wer ist Joe? Ich nenne dein frühes Leben gerne Joe. Ich weiß nicht, wie es sein oder ihr Name war, aber es ist ein Scherz. Es ist ein Insiderwitz. Ich habe einen guten Freund von mir gefragt, warum er so ein guter Mensch ist. Und er sagte, Gisela, das war nicht ich, das war Joe. Es war mein früheren Leben. Du bist also im Nachteil, wenn du dieses Leben betrittst, weil du in diesem Leben eintrittst, laut dem Buddhismus, mit dem Samen in deinem Geist, die dich automatisch instinktiv fühlen lassen, dass die Flasche auf dich zukommt, dass sie aus einer Fabrik kommt und dass sie nicht von deiner Großzügigkeit kommt, wenn du anderen Menschen Wasser anbietest. Daher kommt sie wirklich. Aber du musst deinen Verstand umerziehen. Dein Verstand glaubt, aufgrund von Samen, dass du aus deinem früheren Leben hierher getragen hast, dass die Flasche von der Flasche kommt. Und wenn wir in diesem Leben erfolgreich sind, wenn wir dieses Leben richtig nutzen am Ende dieses Lebens, werden unsere Instinkte das Gegenteil sein. Wow, ich liebe dieses Pellegrino. Und ich muss heute auf jeden Fall jemandem Wasser geben, denn ich will, dass es weitergeht. Und dann ist das so eine angenehme Idee, dass du der Welt für alles, was du hast, dankst und dir bewusst ist, dass es von deiner Freundlichkeit kommt. Dann ist das ganze Gefühl deines Lebens, dass du das am Laufen halten willst. Du wirst weiterhin nett zu anderen Menschen sein. Wie auch immer, er sagt, leider gehen wir in diesem Leben mit diesen negativen Samen aus dem vergangenen Leben. Und das ist der Grund, warum. Automatisch, ohne nachzudenken. Seit du aus deiner Mutter herausgekommen bist. Selbst ein Säugling, selbst eine Ameise denkt automatisch, die Dinge kommen aus dieser Richtung. Und es ist nicht dir überlassen. Es ist wie mit den Kindern, die ich in der Mongolei getroffen habe. Ich war oft in der Mongolei. Wir haben dort ein Projekt. Ich habe versucht, 600.000 Bücher zu retten. Derzeit sagen wir 300.000 Bücher. John macht diesen Deal. Eines Abends, als ich von der Bibliothek nach Hause kam, sah ich, wie sich ein Kanalisationsdeckel hob und ein Tier rannte an mir vorbei, wie ein Wolf. Ich war so erschrocken. Es gibt nicht genug Strom für Lichter auf den Straßen. Ich spürte, wie dieses Tier an mir vorbeirauschte. Und ich fragte diesen Freund, diesen Mongolen neben mir, ich fragte, was ist das? Was war? Was für ein Tier kann einen Gullideckel hochheben und die Straße runterlaufen? Er sagte, Gisela, das sind keine Tiere, das sind Kinder, wilde Kinder. Und ich sagte, was? Und er sagte, ihre Eltern sind gestorben. Und ich sagte, was machen Sie in der Kanalisation? Er sagte, das ist der einzige warme Ort in der Mongolei. Wenn du kein Geld hast, lebst du in der Kanalisation. Du kriechst in die Kanalisation und versuchst, dich warm zu halten, neben dem warmen Wasser. Und ich sage, Und er sagte, komm ihnen nicht zu nahe, Gisela, sie beißen dich sonst. Sie beißen dich, sie sind sehr gefährlich. Von ihnen bekommst du Tollwut.
Und ich sagte, wow, kannst du nicht mit ihnen reden? Er sagte, sie kennen keine Sprache. Sie haben nie eine Sprache gelernt. Hatten keine Eltern. Sie hatten nie Eltern. Sie sind verwildert. Sie sind Tiere. Und es gibt eine Dame, die einen Nobelpreis bekommen hat, weil sie versucht hat, sich um sie zu kümmern. Wir haben ihr geholfen, aber trotzdem, warum sage ich das? In diesem Leben dir selbst überlassen, ohne ein anderes konkurrierendes Gedankensystem, würdest du glauben, dass dies aus sich selbst kommt. Du würdest kämpfen, um zu bekommen, was du wolltest, und am Ende, wenn es hart auf hart kommt, ich war auf Hawaii beim Surfen, als die Sachen mit dem Benzin passierte, das Ölembargo, und die Leute standen Schlange, um zu tanken, jeden zweiten Tag zu tanken. Und die Leute hatten Gewehre und die Leute erschossen sich gegenseitig wegen Benzin. Und er sagt, ihr denkt, ihr seid so zivilisiert. Aber wenn es hart auf hart kommt und wenn es die letzte Flasche Wasser ist und du hast nicht verstanden, dass sie von dir kommt, dann würdest du jemanden anderen verletzen, um sie zu bekommen. Wir sind also wilde Tiere. Wir werden wild geboren. Wegen unseres letzten Lebens. Wir kommen in diesem Leben und denken, dass das Wasser da ist und dass es nicht davon kommt, wie ich andere Menschen behandle. Wir sind von Natur aus verwildert. Nummer eins. Zweitens, dann fängst du an zu glauben, dass das Ding da draußen existiert. Wegen der Samen in deinem letzten Leben beginnst du zu glauben, dass es da draußen Dinge gibt und dass sie auf dich zukommen. Und dein Samen, wie nennst du sie? Deine Auswahl an Samen in deinem Geist lässt dich einige Dinge als erstrebenswert wahrnehmen und manche Dinge als unerwünscht, wie zum Beispiel das Wasser hier. Ich persönlich mag kein Lacroix-Wasser. Das sind also auch deine Samen, die funktionieren. Dadurch kommt es zu, dieses Wasser sieht für mich gut aus. Dieses Dosenwasser sieht für mich nicht gut aus. Aufgrund dieser beiden Fehlwahrnehmungen, zu denken, dass das Wasser aus dieser Richtung kommt, fange ich an, das eine zu wollen und das andere nicht zu wollen. Das ist eine ganz natürliche Reaktion, wenn ein Wasser gut aussieht und das Wasser nicht gut aussieht. Würde ich lieber das haben, das mir gefällt. Das gibt es also die Sache mögen und nicht mögen. Wie nennen wir das? Unwissend mögen und unwissendes nicht mögen. Und das löst Karma aus. Warum? Du kämpfst für die Dinge, die du willst, und du kämpfst, um von den Dingen wegzukommen, die du nicht willst. Und das ist Karma. Das erzeugt Karma. Dadurch pflanzt du Samen für das nächste Mal. So wird es zu einem Kreislauf. Wie Nagarjuna also in diesem Vers erklärt, ist derselbe Kreislauf. Wenn du nie herausfindest, dass die Dinge von dir kommen, wirst du dich wiederholen. Wie nennst du es? Neustart, wiederholen. Du wirst einfach so und so weitermachen. Dein Leben wird weiterhin eine Abwärtsspirale und es wird mit dem unvermeidlichen Tod und Armut enden. Und die letztendliche Armut, in der du nicht einmal deinen Körper besitzt. Er sagt also, das ist der typische Kreislauf. Können wir ihn durchbrechen? Kannst du ihn durchbrechen? Das kommt in der nächsten Klasse dran, zu der du kommen musst. Und wenn du willst, wie du ihn durchbrechen kannst, wenn du wissen willst, wie du ihn durchbrechen kannst, okay, wir sehen uns dann.